Werden über 30 Jahre Windows-Erfahrung reichen, um von heute auf morgen reibungslos mit einem Mac zu arbeiten? Lass dir diesen ultimativen Selbstversuch nicht entgehen. Hallo und herzlich willkommen zum Selbstversuch Windows-User trifft auf MacBook Air M1. Mein Name ist Arno Burger. Am Sonntag war es soweit. Ich habe mich entschieden, meine schon lang gehegte Idee umzusetzen und einen Selbstversuch mit einem Mac zu wagen. Nach über 30 Jahren zufriedener Windows-Nutzung möchte ich wissen, wie intuitiv ist ein Mac Notebook tatsächlich. Mir geht es nicht darum, euch von dem einen oder dem anderen System zu überzeugen, und es ist auch keine objektive Abwägung, welches das bessere System ist. Ich möchte ganz subjektiv herausfinden, wie es mir mit meinem Windows-Wissen mit einem Mac Notebook geht. Wenn ihr konkrete Fragen zur Nutzung eines Macs mit eurem bisherigen Windows-Wissen habt, dann schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich greife das immer mal wieder auf und mache ein Video draus. Als Trainer habe ich schon diverse Umstiegsschulungen von einem System auf ein anderes gemacht, und ich weiß, das Schwierigste sind eigentlich so die alltäglichen, routinemäßigen Tätigkeiten. An welcher Stelle ist mein Symbol oder mit welchen Tastenkombinationen kann ich was ausführen? Oder andererseits auch so die ganz grundlegend anderen Systematiken in dem Programm, wo eine andere Denke notwendig ist. Jetzt möchte ich euch kurz einen Überblick geben, was ich an Vorkenntnissen habe, damit ihr so ein bisschen einordnen könnt, in welche Richtung der Selbstversuch geht. Und dann möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was uns gemeinsam in diesem Selbstversuch erwartet. Bei den Vorkenntnissen ist es so, dass ich wirklich sehr routinierte Windows-Kenntnisse habe, und zwar zum einen in der Anwendung, aber auch in der Installation, in der Konfiguration, sowohl Hard- als auch Software, und auch in der Fehlersuche. Ich habe mir zwar sagen lassen, dass das an einem MacBook nicht notwendig ist, Fehlersuche, aber wir werden es sehen. Außerdem habe ich Anwenderkenntnisse zu Linux, die sind zwar schon 10 Jahre alt, aber ich habe einfach so verschiedene Blickrichtungen auf Computerprogramme schon kennengelernt. Ich verwende schon lange Tablets, da vor allem ein iPad, aber seit ein paar Jahren auch ein Samsung Galaxy Pad. Und ich habe früher Windows Mobile Smartphones verwendet und jetzt seit einigen Jahren eben iPhones 5, 6 und SE. Ich bin da auch recht zufrieden. Was erwartet uns gemeinsam? Zum einen möchte ich ein Video machen, warum ich gerade dieses Gerät gewählt habe, aber dann auch, wie der erste Start abläuft. Und dann so diese ganzen Fragen, wie schaffe ich es denn, die Aktivitäten, die ich bisher auf dem Windows Notebook durchgeführt habe, jetzt auf dem Mac Notebook durchzuführen. Und da gehören natürlich so Sachen dazu, wie kommuniziere ich per E-Mail, per Brief, aber auch, wie kann ich meine Seminare durchführen, online, Präsenz, sowohl Soft Skills als auch Microsoft 365, aber auch, wie arbeite ich mit anderen in Teams zum Beispiel zusammen, oder wie organisiere ich meine Arbeit. Ich habe einen Passwort-Safe, den ich auf verschiedenen Systemen verwende. Also ihr seht, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich auf dem neuen Gerät irgendwie umsetzen muss. Und da wollen wir uns anschauen, wie ist der Weg dorthin, also muss ich was installieren, wie komme ich dazu, brauche ich vielleicht auch mal eine andere Software, wie mache ich das am besten? Und vor allem, ich werde nicht ab morgen nur noch mit dem Mac Notebook arbeiten. Ich bin in diversen Projekten, wo ich mit Windows-Rechnern arbeite. Also ich werde parallel mit dem einen und dem anderen System arbeiten. Und da wird für mich so die Frage sein, wie gut geht es mit Tastenkombinationen und Ähnlichem. Und für mich ist die zentrale Frage, kann ich direkt wie gewohnt arbeiten oder ist viel Umstellung notwendig? Und es ist tatsächlich so, das Gerät ist heute angekommen. Es ist also ein MacBook Air Apple M1 refurbished mit 8-Core CPU und 7-Core GPU. Und das ist das Gerät, auf dem der Selbstversuch durchgeführt wird. Wenn ihr die nächsten Videos des Selbstversuchs nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr die Idee zu dem Selbstversuch gut findet, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.